Dark Souls 3 ist ein Zeitfenster in verschiedene Königreiche und in diesem Video führt uns der Weg tief unter Irithyll in die gottlose Hauptstadt. Dort werden wir einige Geheimnisse ausgraben, die lange unter den Sanden der Zeit begraben waren. In einer fegefeurigen Vergangenheit, in der die gottlose Flamme entzündet wurde und Yhorm der Riese zum Aschefürst aufgestiegen war. Die gottlose Hauptstadt war damals ein Ort voller Reichtum. Das wird uns spätestens bewusst, wenn wir die unteren Ruinen erkunden und die Berge von Schätzen finden, die hier damals angehäuft wurden. An dieser Stelle gibt es eine interessante Verbindung zu Dark Souls 2, denn wir finden in der Stadt eine Leiche, die so aussieht, als könnte es sich dabei um Gilligan handeln. Dieser hat in Dark Souls 2 Leitern verkauft, doch von Gilligan haben wir sogar eine Waffe bekommen, die mit teuren Edelsteinen besetzt ist. Eine Waffe, die eher dafür geeignet ist, auf dem Schlachtfeld besonders wohlhabend auszusehen, so die Itembeschreibung der Waffe. Auch das ist vielleicht ein Hinweis für den Reichtum, der hier einmal angehäuft wurde. Dazu finden wir in dieser Stadt sogar Gargoyles, ähnlich wie auch in Anor Londo, und die Anwesenheit von Gargoyles legt vielleicht nahe, dass die Stadt früher einmal unter dem Schutz der Götter stand. Doch irgendwie müssen sich die Bewohner von den Göttern entfremdet haben. Und was genau das war, sollte im Laufe dieses Videos noch deutlich werden. Über diese Stadt herrscht nun Yhorm der Riese. Mit diesem werden wir uns nun einmal beschäftigen und seine Seele ist ein guter Ausgangspunkt. Yhorm ist der Nachfahre eines alten Eroberers, wurde aber von seinem eigenen Volk gebeten, es anzuführen. Dabei diente er gleichermaßen als mächtige Klinge und steinharter Schild. Doch diese Beschreibung wirft erst einmal einige Fragen auf, denn eigentlich würde man denken, dass automatisch Herrscher und Könige regieren und dem Wille des Volkes nicht so viel politisches Gewicht zukommt. Kronen wurden entweder durch Herrschaft weitergegeben oder durch Eroberungen. Doch in diesem Fall scheint das Volk nicht nur eine eigene Stimme, sondern sogar ziemlich großen Einfluss gehabt zu haben. Das naheliegendste ist, denke ich, dass Yhorm gefragt wurde, weil er selbst Erbe eines alten Eroberers ist. Es wäre interessant, Vermutungen anzustellen, wer das sein könnte. Ich musste bei dem Wort Eroberer erst einmal an Volnir denken. Dieser hat mit Sicherheit auch viele andere Parallelen zu Themen, die in der gottlosen Hauptstadt von Bedeutung sind. Doch das kann man an dieser Stelle nur vermuten. Ein weiterer Grund, warum Yhorm gebeten wurde, das Volk anzuführen, war, denke ich, seine Stärke im Kampf. Offensiv, aber auch defensiv, denn das Volk brauchte jemanden, der es beschützt. Das würde sich auch damit decken, dass die Bewohner über großes Reichtum verfügten. Denn Reichtum und Besitztümer ließen sich, denke ich, auch damals in politischen Einfluss ummünzen, wie es auch in unserem Zeitalter der Fall ist. Yhorm kam der Bitte des Volkes nach und herrschte fortan über die gottlose Hauptstadt als Klinge und mächtiges Schild. Doch Yhorm konnte sein Volk scheinbar nicht vor allem beschützen, was zwischen den Himmeln und Höllen dieser Welt wartete. Denn in Yhorms Schild lesen wir: Großschild, der vor langer Zeit von Yhorm dem Riesen verwendet wurde und die Balance des Trägers erhöht. Als Fürst riskierte Yhorm alles und kämpfte furchtlos als ein Mann vor Hut. Als er jene verlor, die er zu beschützen versuchte, gab er sein Schild auf. Jene, die er zu beschützen versuchte, war, denke ich, sein Volk. Doch wie er sein Volk verloren hat, erfahren wir erst, wenn wir uns mit einem anderen Thema beschäftigen. Und zwar mit der gottlosen Flamme. Denn nachdem Yhorm zum Aschefürst geworden war, passierte etwas genauso Tragisches wie Überraschendes. Und genau davon lesen wir in der gottlosen Flamme. Die gottlose Hauptstadt wurde vom Feuer verschlungen, nachdem Yhorm der Riese zum Aschefürsten geworden war. Das aus dem Himmel geborene Feuer soll ausschließlich menschliches Fleisch verbrannt haben. Diese Beschreibung beinhaltet einige kleine Mysterien, denen ich einmal nachgegangen bin. Zum einen, was überhaupt die wahre Natur der Flamme ist, wer sie erschaffen hat und aus welchem Grund. Und zum anderen, warum die Flamme die Stadt verschlungen hat. Oder besser gesagt, die Menschen darin. Und um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns einmal die Übersetzungsgeschichte der gottlosen Flamme anschauen. Denn es ist eine Übersetzung, bei der man nicht das Gefühl hat, dass die Übersetzer zu wenig wussten, sondern vielleicht sogar zu viel. Und zudem ist es eine interessante stille Postkette von Übersetzungen. Im japanischen Original heißt diese Flamme Tsumi no Hono. Tsumi bedeutet Sünder. Doch die englische Übersetzung hat daraus dann Profane Flame gemacht. Das kann man mit entweiht übersetzen, doch entweiht hat natürlich auch eine dezent religiöse Konnotation und das haben die deutschen Übersetzer dann zu gottlos gemacht. Doch das japanische Original ist hier, denke ich, ein großer Hinweis, was es mit dieser Flamme auf sich hat. Und daher stellen wir uns hier einfach mal folgende Frage: Warum steht die gottlose Hauptstadt in Verbindung mit Sünde? Die naheliegendste Antwort ist hier, denke ich, weil sie sich von den Göttern abgewandt hat.
Das wäre auf den ersten Blick eine plausible Erklärung, quasi die Flamme als Bestrafung der Götter. Und es würde sich sogar damit decken, dass sich die Flamme nur gegen Menschen richtet, nicht aber gegen Götter. Die Menschen wenden sich von den Göttern ab, die Götter lassen als Antwort das Feuer der Sünde über die Stadt regnen und das war's. Doch so richtig Sinn macht das alles irgendwie immer noch nicht. Denn wir wissen, dass die Stadt erst zerstört wurde, nachdem Jorm zum Aschefürst geworden war, und Jorm handelt hier definitiv im Sinne der Götter. Doch es gibt hier noch ein anderes wichtiges Puzzleteil, und das bekommen wir aus der Waffe Eleonora, eine merkwürdige Waffe der missgestalteten Bewohnerin der gottlosen Hauptstadt. Es heißt, dass sie Angehörige eines Orakels waren und ihr Fluch die gottlose Flamme entzündete, sie aber trotz ihrer Taten sorglos weiterleben konnten. Daraus wird etwas Wichtiges deutlich. Die Flamme wurde nicht von den Göttern selbst erschaffen, sondern von den Anhängerinnen eines mysteriösen Orakels. Wir müssen also nur irgendwie herausfinden, wer dieses Orakel gewesen sein könnte. Und ohne euch an dieser Stelle lange auf die Folter zu spannen, ich denke, dieses Orakel war Velka. Denn wie wir herausgefunden haben, heißt die gottlose Flamme im Original Flamme der Sünde. Und aus der karmischen Gerechtigkeit wissen wir, Wunder der schwarzhaarigen Hexe Velka. Jede Sünde führt auch eine Strafe nach sich. Und die Definition der Sünde und das Erteilen der Strafe obliegen der Göttin Velka. Ich könnte an dieser Stelle noch 5 andere Items zitieren, um Velka in Verbindung mit dem Wort Sünde zu bringen. Doch das habe ich schon im Video zu Velka gemacht. Deswegen erwähne ich stattdessen noch ein anderes Item, und zwar den seltenen Ring der Opferung, in dem wir Folgendes lesen. Dieser mystische Ring wurde im Zuge eines Opferrituals von Velka, der Sündengöttin, geschaffen. Der Träger erleidet bei seinem Tod keine Verluste und wird von allen Flüchen befreit. Wir könnten hier eigentlich schon Feierabend machen, doch es gibt noch eine dritte Verbindung von Velka und der gottlosen Flamme, und das ist die Dunkelheit. Denn Velka wurde in Dark Souls 1 nicht nur als eine göttliche Instanz etabliert, die Sünder bestraft. Velka selbst hat sich gegen die Götter gestellt. In der Folge hat sie sich mit dunkler Magie beschäftigt, um eben diese Götter stürzen zu können. Und der Abgrund, die Dunkelheit und die dunkle Seele sind die Achillesfersen der Götter. Und hier wird es extrem spannend, denn aus der gottlosen Kohle wissen wir sogar, dass in dieser Flamme auch die Dunkelheit schlummert. Der Schmied sagt uns zu dieser Kohle sogar: Lords, where did you happen upon this coal? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet a smith I remain. I won't turn down a request. But forget not, your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? My, the coal of that peaceable giant. Seems like ages passed. I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger, I do. Velka könnte diese Flamme also auch als Waffe gegen die Götter verwendet haben, und daraufhin wurde diese Flamme als Flamme der Sünde gebrandmarkt. Und ganz nebenbei auch die ganze Stadt. Doch diese Verbindung zu Velka ist, denke ich, ein guter Grund, uns in der Stadt noch einmal genauer auf die Suche nach der Dunkelheit zu begeben. Und diese finden wir dort, denke ich, in Form von Gegnern. Handförmige Kreaturen, die nicht nur aussehen wie der Stoff, aus dem Albträume gewebt sind, sondern die auch stark an die Hand von Manus erinnern, die einen in Dark Souls 1 in die Vergangenheit nach Ulasil zieht. Diese sind sogar bekannt als die Monstrositäten der Sünde, was noch einmal die Verbindung zu Velka verstärkt. Doch von einer dieser Kreaturen bekommen wir sogar die Waffe Eleonora, in der die Entstehungsgeschichte der gottlosen Flamme erzählt wurde. Daher kann man hier, denke ich, mit gutem Grund vermuten, dass es sich bei diesen Monstrositäten um eben diese Angehörigen des Orakels handelt, die damals die gottlose Flamme heraufbeschworen haben. Hier habe ich mich sogar einmal mehr an die rasende Flamme erinnert, denn auch diese wurde heraufbeschworen. Und hier ist zudem eine andere Itembeschreibung durch mein Bewusstsein geblitzt, die ich schon einmal im Lore-Teil zu Sullivan zitiert habe, doch hier bekommt diese nun eine ganz neue Bedeutung. Die Rede ist von dem Schlüssel des Ausbrechers, in dem wir lesen: Schlüssel zum versperrten Fenster des Kerkers von Irithyll. Nach unten führt das Fenster allerdings nur zu einem bodenlosen, schwarzen Loch und nach oben zu einem armseligen Blick über die gottlose Hauptstadt. Vielleicht hat sich hier nicht nur die Flamme, sondern auch der Abgrund in dieser Stadt manifestiert. Und so langsam sollte diese Geschichte ihre dunklen Konturen bekommen.
Die gottlose Flamme wurde beschworen von den Anhängern des Abgrunds. Und genau wie auch der Abgrund nicht einfach auszulöschen ist, brennt auch die gottlose Flamme weiter. Und wer zu lange in diese Flammen blickt, der wird von ihr eingenommen. Genau wie man sich nicht zu lange in der Nähe des Abgrunds aufhalten sollte, wenn einem die geistige Gesundheit etwas wert ist. Aus diesem Grund wollte Jorm diese Flamme, denke ich, ein für alle Male aus der Welt schaffen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er noch einen ganz persönlichen Grund dafür gehabt haben könnte, sich gegen die gottlose Flamme zu stellen. Denn falls es sich bei Jorm wirklich um ein Erben von Volnir handelt, dann wird Jorm mit Sicherheit wissen, dass Volnir vom Abgrund verschlungen wurde. Direkt in den Katakomben von Karthus, nicht weit von der gottlosen Hauptstadt entfernt. Jorm hat gemerkt, wie gefährlich die gottlose Flamme ist, weil in ihr die Dunkelheit schlummert. Und daher hat er sich dazu entschieden, zum Aschefürst aufzusteigen und ein Ende über die gottlose Flamme zu bringen und sein Volk damit zu retten. Denn in Jorms Fürstenasche lesen wir, der einsame Jorm wurde zu einem Aschefürsten, um die gottlose Flamme beizulegen, obwohl er sich darüber im Klaren war, dass diejenigen, die ihn Fürst nannten, unaufrichtig waren. Doch als Jorm für sein Volk zum Aschefürst aufstieg und die erste Flamme ein weiteres Mal gebunden wurde, da schaute er in den Himmel und sah, wie die Stadt, die er damit retten wollte, unter dem Feuerregen der gottlosen Flamme begraben wurde. Die erste Flamme scheint hier definitiv irgendwie ein Eigenleben entwickelt zu haben und fungiert als eine Art Reset-Knopf. Denn das ist nicht das erste Mal, dass die Bindung der Flamme unvorhergesehene Nebenwirkungen hat. Aus der Verbandenrüstung wissen wir zum Beispiel, nachdem die Wächter des Abgrunds zu Aschefürsten geworden waren, geronn das Wolfsblut und Faron wurde von einem eiternen Wald verzehrt. Doch es stellt sich noch immer die Frage, warum die gottlose Flamme nur menschliches Fleisch verbrennt. Denn eine Flamme, die aus Dunkelheit besteht, sollte eigentlich nicht nur Menschen schaden können, sondern auch den Göttern. Denn die Dunkelheit ist eigentlich eher so etwas wie die Achillesferse der Götter. Doch die Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist folgende. Die Götter haben vielleicht nur behauptet, dass die gottlose Flamme nur Menschen schaden kann. Denn diejenigen, die sich gegen dieses Narrativ stellen konnten, waren ohnehin längst nicht mehr im Leben. Die gottlose Flamme brennt noch immer. Und Stand 2025 weiß immer noch niemand, wie man sie löschen kann. Und zumindest würde dann niemand auf die wahnwitzige Idee kommen, die Flamme gegen die Götter einzusetzen. Doch die gottlose Hauptstadt ist untergegangen. Und das ist an dieser Stelle auch kein subtiles Wortspiel, dass sich die Stadt mittlerweile eine Etage tiefer befindet. Die Überlebenden wurden eingesperrt, verbannt oder versklavt. Und die Versklavung begann, denke ich, nachdem Sullivan zum Herrscher von Irithyll aufgestiegen war. Mit diesem haben wir uns schon in einem anderen Teil beschäftigt, doch eine Beschreibung zu Sullivan lesen wir uns hier trotzdem noch einmal durch, und zwar das gottlose Großschwert. Das Zeremonienschwert in Sullivans rechter Hand repräsentiert die gottlose Flamme. Einst, als Sullivan noch ein junger Zauberer war, entdeckte er unter einer fernen Tundra in Irithyll die gottlose Hauptstadt und eine unvergängliche Flamme. Von da an brannte ein Verlangen in ihm. Ich denke, Sullivan hat die gottlose Flamme damals benutzt, um ein bisschen in der Machthierarchie aufzusteigen. Und damit niemand anderes über diese immerwährende Flamme herrscht, hat er in der Nähe der gottlosen Hauptstadt einen Kerker erbauen lassen. Und aus dem alten Zellenschlüssel wissen wir, dass der erste Gefangene in diesem Kerker ein Riese war. Genau wie auch Jorm einer ist. Und es gibt sogar einen ziemlich prominenten Riesen, der hier damals eingesperrt war. Von diesem erfahren wir in der Kette des Gefangenen. Ein Stück einer Stahlkette, mit der der Riese Gundyr gefesselt war. Ein Gefangener ist der für den Glauben an etwas alles riskiert hat. Dies ist sicher eine Schwäche, die man dem größten aller Helden nachsagen kann. Doch in diesem Kerker wurde nicht jeder aus der gottlosen Hauptstadt eingesperrt. Die Priesterinnen aus der Stadt zum Beispiel, die genauso der gottlosen Flamme verfallen sind, hat Sullivan zu den Wärtern des Kerkers gemacht. Er hat die gottlose Hauptstadt ausgebeutet, seinen neuen Kerker gefüllt und einige Überlebende in seine eigene Herrschaftsstruktur integriert. Man könnte sich hier vielleicht die Frage stellen, warum Jorm bei all dem nur tatenlos zugeschaut hat. Doch als Aschefürst war er zu dieser Zeit selbst nicht mehr im Leben. Und erst nachdem er wiederbelebt wurde, sah er sich mit dieser neuen Realität konfrontiert. Seine Stadt und sein Volk waren jenseits jeder Rettung. Seitdem sitzt Jorm auf seinem Thron, inmitten der verbrannten und versteinerten Leichen, die damals der gottlosen Flamme zum Opfer gefallen sind, und wartet darauf, dass jemand kommt, um ihn niederzustrecken. Für Jorm ist seine eigene Geschichte längst auserzählt. Daher finden wir in seinem Thron nicht nur Jorm selbst, sondern auch den Sturmherrscher.
Ein Großschwert, das auch als der Riesentöter bekannt ist. Die zerbrochene Klinge birgt noch die Kraft der Stürme, die Riesen zu Fall bringen kann. Jorm der Riese führte einst 2 dieser Schwerter. Eins gab er an Ungläubige, das andere an einen alten Freund, bevor er zu einem Aschefürsten wurde. Das ist die einzige Waffe, zumindest aus Lore-Sicht, mit der Jorm besiegt werden kann. Und dieser dann nicht nur seinem Volk, sondern auch einem treuen Freund hinterlassen. Vielleicht wollte Jorm sicher gehen, dass ihn jemand aufhalten kann, sollte er dem Wahnsinn der gottlosen Flamme erliegen. Dieser treue Freund, den er mit der Rolle des vermeintlichen Helden betraute, war Sigurd, ein Untoter aus Katharina. Und wenn wir diesen auf unserer Reise treffen und seine Quest machen, dann sind nicht wir es, die Jorm schließlich besiegen, sondern es ist Sigurd, der Jorm niederstreckt. Jorm, old friend. I, Siegward of the Knights of Katharina, have come to uphold my promise. Let the sun shine upon this Lord of Cinder. Nach dem Kampf sitzen wir noch eine Weile mit Sigurd zusammen und stoßen ein letztes Mal auf Jorm an. Und das Getränk der Wahl ist hier, wie soll es anders sein, Siegbräu. Überlass es Sigurd, ein Getränk zu entdecken, das selbst die Untoten genießen können. Nach so vielen Jahren als Untoter ist in Sigurd vielleicht das Verlangen nach einem Gläschen oder 2 erwacht. Und danach zu feiern, als weilte er noch unter den Lebenden. It seems I am in your debt once again. My thanks. I could have not kept my promise without you. Now, for a final toast. To your valor, and my old friend Jorm. Long may the sun shine. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. You are a true friend. Best of luck with your duty. Und so endet nicht nur die Geschichte von Jorm dem Riesen, sondern auch die von Sigurd, der nun seinen Frieden im Untodsein gefunden hat und sich mit einem letzten Wort von uns verabschiedet. Prost! Ich bedanke mich noch einmal für eure Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da oder schreibt mir einen Kommentar. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht.